Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich wünsche euch einen schönen Advent und ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. Zu jedem Advent öffne ich ein Päckchen mit euch zusammen. Dann könnt ihr auch sehen, was drin war und euch mit mir zusammen freuen. Bisher die ersten zwei Türchen, sozusagen Tüten, haben mir sehr gut gefallen. Was ist drin in dieser Adventsbox? Habe ich auch in den anderen zuvor schon gesagt. Wir haben ein Squeezy, weil die Adventsbox wird alleine bestellt. Und wir haben eine kurze Anleitung oder eine kurze Information, was wir wann öffnen müssen. Heute öffnen wir die Nummer 3. Und die Nummer 3 ist ein mega großes Tütchen. Ja, also Tüte würde ich das schon nennen. Die nochmal weg, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. So, meine Lampe. Ja, die 3. So, die Tüte ist richtig aufgestellt. Da ist richtig was Dickes drin. Wollen wir mal schauen. Aha. Aha. So. Okay. Was ist in sowas drin? Eine Tasse. Passt nicht rein, so wollte ich sagen. Und es sind Untersätze. Weihnachtsuntersätze. Die finde ich ja auch mega. An den Untersetzern bin ich tatsächlich immer umhergeschlichen, muss ich ganz ehrlich sagen, generell bei den Untersetzern. Und habe tatsächlich bisher noch gar keinen einzigen. So, hier haben wir Korkplatten, 2, 4, 6, 7, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, 7 Stück, 2, 4, 6. Zählen kann ich, ne? Oder? Okay, vielleicht eins in Reserve. Wir schauen mal. Wir haben hier den Aufsteller. Finde ich auch richtig nice. Toolkit. Auch mit Zippertütchen wieder zum Umfüllen. Ein paar werden ja übrig bleiben. Die benutze ich inzwischen auch. Da packe ich nämlich die ganzen Strasssteine-Reste rein. Wobei ich im Moment sehr viel Strass painte. Und ich weiß gar nicht, wohin damit tatsächlich. So, dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier Schönes haben. Ein Rentier. Und, ja, einseitig natürlich, weil genau das dann hier so drauf kommt. Ne? Also hier, das kann man abziehen. Ne, das kann man abziehen und dann kann man das hier so draufkleben. Finde ich auch gut, dass das jetzt nicht richtig riesig ist. Ne? Und dann kann man das so hinstellen. Ich würde diese Untersetzer auch immer versiegeln. Ja, damit nicht irgendwie, wenn man was draufstellt, durch die Wärme oder so, dann die Steine hin und her schwimmen. Also, Rentier. Ein Pinguin. Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen... Ein Pinguin mit einem Geschenk. Sehr schön. Ein Weihnachtsmann. Der muss ja sein in der Weihnachtszeit. Ein Schneemann. Auch schön. Hier haben wir nochmal einen Weihnachtsmann mit... Was hält er da in der Hand? Was hält er hier in der Hand? Das kann ich gerade nicht so ganz entziffern. Der schwarze wird sein Handschuh sein hier. Ja, wisst ihr es? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das kann ich gerade gar nicht entziffern. Okay, hier ist ein bisschen dreckig, aber das kann man dann wegwischen. Ja, mit dem Feuchttuch. So, und wir haben hier nochmal so eine Art Teddy-Schneemann. Sehr schön. So, gucken wir nochmal kurz die Steine. Strass ohne Ende habe ich jetzt hier dann. Oh, wir haben sogar 2 Stück. Ja, ist dieselbe Nummer mit, ja, Kristallklaren. So gelb-orange haben wir 2 Stück. Zweimal rot. Hellblau, einmal grün. Helles Gelb, hellrosa. Haben wir, nee, das sind 2 verschiedene Töne hier. Rosatöne. Und so ein gelb-grün und schwarz.
normale, runde Steine. Genau. Wie findet ihr die Ausbeute? Ich finde es mega. Wie gesagt, Untersetzer hatte ich noch nicht. Finde ich klasse, dass ich jetzt welche habe. Falls ich das alles schaffe, noch zu painten, seht ihr im Anschluss gleich noch ein Bild von den fertigen. Ich habe, wie ihr seht, ein paar gepaintet. Ich bin nicht ganz fertig geworden, weil ich das zusammen mit meiner Kleinen mache. Und die hat sich auch den rosa Pinguin hier mit dem rosa Hintergrund ausgesucht. Deswegen ist der auch noch nicht fertig. Ich habe 4 schon geschafft. Und der eine bleibt noch übrig. Wie ihr seht, habe ich hier auch noch ganz schön viele Reststeine übrig. Genau, und hier sind auch noch mal welche drin. Ne? Also enorm viele Steine übrig. Ich brauche zwar hier jetzt noch welche, aber ich habe hier von der 1 habe ich hier auch noch ein bisschen was drin. Ja, die Tüte muss ich wahrscheinlich aufmachen, aber ich brauche nicht die ganze Tüte, also ein Drittel vielleicht von der Tüte. Die schwarzen, ja, hier bei dem Pinguin brauchen wir noch ein paar. Und rot brauchen wir auch nur noch hier für die Mütze. Hier für das Geschenk, hier die Backen und Mütze. Und hier habe ich die Mütze vergessen zu Ende zu painten. Ja, also da wird auch noch was übrig bleiben. Zumal das die Nummer 3 ist. Die Nummer 3 habe ich hier auch noch was. Na, da liegt auch noch was von der Nummer 3. Und ich habe hier, glaube ich, auch noch die Nummer 3 drin. Okay, hier habe ich nicht mehr so viel drin. Ja, also Masse Steine übrig. Ich freue mich schon richtig. Ich werde es dann versiegeln und dann bin ich gespannt, wenn da jetzt was draufsteht, wie das wirkt. Ich habe hier auch gerade, ich kann das eigentlich gleich mal ausprobieren. Ich habe hier so meine Weihnachtstasse hier noch. So. Wenn ich die jetzt, stelle ich die mal hier drauf. So, das ist ja... Okay, das geht besser, als ich dachte. Ich dachte tatsächlich, das rutscht mehr. Aber das rutscht gar nicht. Und kippeln tut es auch nicht. Oh, ich bin angenehm überrascht. Okay, finde ich gut. Super. Es kommen dann noch hier diese Korkdinger. Die haben hier so einen Kleber. Die kommen dann noch unten dran. Das mache ich aber erst, wenn ich versiegelt habe. Falls ich noch überpinsel und so weiter. Genau. Und dann ist das fertig. Hier ist noch der schöne Halter. Da können sie alle rein. Finde ich gut. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke hier unten. Dann verpasst ihr auch das 4. Unboxing nicht. Ich wünsche euch einen schönen 2. Advent. Bis dahin. Tschüss.